Puh. Es ist Ende Trainingstag 1. Das Moped hat es echt nie hingelegt. Ich bin unglaublich stolz auf mich, ich bin unglaublich dankbar. War bestimmt einiges an schneller Reaktion und Glück geschuldet. Hat einfach gut geklappt, würde ich sagen. Genau, was gibt es zu sagen? Das Training ist der Hit. Jetzt würde ich sagen, ich persönlich fühle mich echt fit. Eigentlich, wir sind gerade eine Fahrradtour gefahren, 300 Kilometer in 5 Tagen. Ich bin vor 2 Tagen nochmal 70 Kilometer gefahren in 2 Stunden 30 mit dem Fahrrad. Alles gut. Aber so ein Tag Enduro-Training macht echt kaputt. Ich hätte es nicht gedacht. Aber klar, man ist wirklich echt lang. Also die letzten 15 Minuten, man sagt ja immer, also mein Gefühl sagt das auch. Weil wenn du echt erschöpft bist, wenn du fertig bist und es geht irgendwas gegen Ende, was Konzentration, Kontrolle und Perfektion auch benötigt, dann ist natürlich umso länger das dauert und umso fertiger du bist, die Gefahr viel höher, dass irgendwas schief geht. Ist einfach so. Deshalb macht man ja Pausen. Genau, die letzten 15 Minuten, leck. Ich habe mir einfach nur gedacht, lass es zum Ende kommen, ohne dass wir alle nochmal unser Bike hinlegen. War schon von ein paar anderen auch die Stimme. Man hat auch wirklich gesehen, so am Ende des Tages, die Leute haben ihr Bike einfach öfter hingelegt. Weil klar, einer hat auch gegen 70-80% des Tages gesagt, schau, ich brauche eine Pause, also echt Respekt dafür, ganz tolle Leistung. Also das zu sagen, viele trauen sich ja nicht und bauen dann einen Unfall. So hat er einfach gesagt, ich bin fertig. Gegen Ende haben auch ein paar andere gesagt, ja, schön langsam reicht's. Puh. Also, du musst topfit sein, das will ich sagen, genau. Wenn du hierher kommst, du kannst alles trainieren. Trainier Kraft, trainier Ausdauer, sei einfach sportlich, hab eine gute Grundkondition. Deshalb mich wundert schon, also ich bin einer der jüngeren plus minus, also mit 30, 35, untere Altersgruppe. Es sind glaube ich nur 2, 3 in meinem Alter gesamt. Die anderen sind, würde ich sagen, plus minus 45, eher 55 plus. Oder sagen wir, eher so um die 55. Mit anständigen Bäuchlein und allem, was dazu gehört, oft. Ja, wundert mich wirklich, dass die Herren da so eine taffe Kondition an den Tag legen. Echt Respekt. Deshalb, was habe ich gemacht nach dem Training? Ich habe mir noch einen Kehr abgeholt. Ich war entspannt am See, habe ein bisschen gejausnet, relaxed durchgeatmet. Ich habe eine Zigarette auf den Sieg geraucht. Auf den Sieg für Tag 1. Mal schauen, ob ich sie morgen auch verdiene. Habe mir zu Hause jetzt noch zweimal, ja, echt eine Überdosis Magnesium reingehauen, würde ich sagen, 400 Milligramm. Sicher. Werd schlafen wie ein Baby. Freue mich richtig. Morgen geht es ein bisschen später los, um 9. Die ganze Anmeldung und alles ist ja heute schon erledigt. Reifendruck eben runtergegangen, dann nach dem Training noch wieder hochgepumpt. Bin noch hierher gekommen, also das, was man dort in einem Tag durchmacht, unbeschreiblich. Hätte ich gedacht, dass ich auf so einem Waldwegerlauf, matschigem Laub durch die Pampa schlitter. Nein. Hätte ich gedacht, dass ich nur in den Tunnel fahre. Ja, habe ich in einem anderen YouTube-Video gesehen. Geil. Habe auch immer schön eine Mutter auffallen lassen, hört sich keiner. Hätte ich gedacht, dass ich so hänge. Verdammt. Keine Ahnung, 10 Höhenmeter, einfach grober Schotter und du fährst dann einfach hochfahren. Nee. Hätte ich gedacht, dass ich denselben Hang wieder runterfahre. Gefühl subjektiv wahrgenommen, wenn du das einfach siehst, so aus der Distanz, geht das gerade hoch. Nein, hätte ich nicht heute gemacht. Hätte ich gedacht, dass ich durch Schlamm fahren als die einfachste Disziplin finde? Nee. War wirklich so. Einfach relaxen. Kann nichts schief gehen. Mit diesen Reifen, alles das, was dort ein Schlammloch war, was wir heute gefahren sind, das war einfach nur ein Wasserloch eigentlich und die Erde war viel mal Daumen, vielleicht ein paar Steine drin, aber die Reifen haben auch alles geschluckt. Einfach ganz cool, also ist wirklich keinem jemals passiert. Genau, wir sind die ganze Zeit eigentlich enge Kern gefahren, also wir haben alles, was wir gelernt haben, immer sofort kombiniert. Grob angefangen haben wir nochmal mit diesem Kernfahren, Gewicht verlagern, schön eng einlenken. Danach Hügel fahren. Hügel rauffahren, Hügel runterfahren, verschiedene Arten von runterfahren vor allem und wie man am besten rauffährt. Okay, dann direkt diese Sachen kombiniert. Hügel rauf, enge Kehre links, Hügel rauf, enge Kehre rechts, bergab, rechts, bergab, links, rauf, Kehre runter, Kehre rauf, Kehre runter, Kehre. Echt tough. Zwischendurch war am Hang abwürgen und quasi das Bike sicher vom Hang runterbringen. Geil, ich habe das heute wirklich einmal live nutzen können und zwar, wir sind bei einer Auffahrt drauf gefahren. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Bitte sehr. Achtung!
oben war Querverkehr. Sollte eigentlich nicht passieren, ist einfach wahrscheinlich blöd gelaufen, passiert ja manchmal. Und ich habe das Bike bewusst zum Abwürgen gebracht. Geil, alles perfekt. Also echt wichtig, es im Kopf zu haben. Ich hoffe, ich merke es mir auch. Bei meinem allerersten Versuch, alles gut gegangen zum Glück, aber ich habe mindestens eine halbe Sekunde gebraucht. Hört sich kurz an, aber auf einem Hang ist es echt lang und ich weiß schon, dass meine Zeitauffassung meistens anders ist als die von anderen Menschen. Also auf jeden Fall bin ich, nachdem wir die Instruktionen gekriegt haben, dann haben wir die Anweisung gekriegt, jeder sucht sich einen Hang und fährt rauf. Ich dachte mir, geil, ich schnapp mir diesen ersten, bin raufgefahren und grob gesagt verkackt. Beim Abwürgen habe ich die Kupplung gezogen gehabt und habe eine halbe Sekunde gebraucht, um zu checken, irgendwas passt da nicht. Kupplung loslassen. Hat alles geklappt. Aber ja, deshalb diesen Moment einfach Zeit nehmen, vielleicht hinstellen am besten, nochmal alles für sich selber durchgehen, was zu tun ist. Weil ja, der Informationsinput und was du umsetzen musst, ist extrem hoch. Und was danach gefordert wird, also ist auch extrem hoch. Wie gesagt, ich habe mich freiwillig gemeldet für die fortgeschrittene Gruppe, habe aber einfach ganz offen gesprochen, dass mein erstes Enduro-Bike ist, es quasi Neues, aber ich keine Angst vor Schotter habe und ich eigentlich den Schotter jetzt suche. Er hat gesagt, passt perfekt, man kann ja auch immer in eine andere Gruppe zurückwechseln. Habe mich aber eigentlich sehr wohl dort gefühlt. Ich glaube, bei den anderen Gruppen hätte ich mich persönlich ein bisschen gelangweilt gefühlt. Aber ja, je nachdem, wie sicher man sich fühlt und worauf man Lust hat, sollte man das natürlich machen, was einem am besten zusagt. Ansonsten, ich glaube, also was ich wirklich am geilsten finde und was uns heute echt super gut gelehrt wurde, war dieses eben enge Kehren, langsam auf Schotter fahren durch dieses Gegengewicht, dass man wirklich eben auf den Fußrasten seiner Sitzposition ändert, sich ganz raus über das Bike hängt, dann voll einschlagen kann und in die jeweilige Richtung fährt. Und da muss ich morgen noch ein bisschen optimieren, und zwar, dass in dieser ganzen Pose auch noch fast kein Zug am Lenker ist. Das haben wir echt gut hingekriegt, besonders wenn du einen Hügel rauf hast und dann musst du gleich rechts, ja, echt spitz nach rechts oben weiterfahren und da ist grober Schotter und du musst da einfach rauf, abbremsen, rechts einschlagen, hoch den Berg. Genial. Also ich finde, das habe ich echt gut hingekriegt, freue mich riesig darüber und ist das Wichtigste, besonders wenn du auf so engen Wegen unterwegs bist, dass du dann mal links musst, mal rechts musst, irgendwo musst du hin und ja, das echt richtig genial. Ansonsten der Reifen, ich habe mir sowas nicht vorstellen können, aber ihr da draußen, falls ihr noch nie so einen Reifen gefahren seid, holt euch den einfach. Also man kann auch richtig Spaß auf der Straße haben. Der ist mega geil im Gelände, das ist ein pures Pleasure. Also es ist pervers, wie viel Grip der hat. Bergauf, auch bergab, du kannst fast im Stehen runterfahren. Habe ich übrigens einmal versucht. Ich fahre eigentlich gerne im Schwung runter. Ich habe dann auch die Übung, so langsam wie möglich den Hang runter zu fahren. Deshalb habe ich einfach mal später nach der Übung auf dem Feld bei einem relativ steilen Hang versucht. Ja, wir haben gelernt auch, ABS funktioniert erst ab so einer Geschwindigkeit von 3 bis 4 km/h, weil sonst bleibt man ja quasi nie stehen. Ja, wenn du halt Pech hast und es geht steil nach unten und du ziehst die Vorderbremse und du willst ganz langsam runterfahren, kann natürlich auch jederzeit das Vorderrad wegrutschen. Aber hey, habe was gelernt, hat Spaß gemacht, ist nichts passiert, war schnell genug, kurzer Kick mit dem Fuß wieder gerade runter. Ja, geil. Einfach nur voll geil. Kommt hierher, macht das Wochenende, macht ein Tagestraining, habt richtig Spaß. Unfassbar geil. Dementsprechend, das war's mit Tag 1. Gerne Like da lassen, Abo da lassen. Checkt auch gerne die anderen Videos. Danke für alles. Viel Spaß, allen gute Fahrt. Und vor allem habt Freude bei dem, was ihr am liebsten macht. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 2, Sonntag. Wird alles wehgetan beim Aufstehen. Es ist richtig geil. Ich freue mich, dass es weitergeht. Bin ein bisschen gedopt und freue mich jetzt auf einen abenteuerischen Tag 2. Also dann, wir fahren mal hin. Oh yeah, wieder da, weiter geht's. Oh yeah, wenn man in der Früh gleich mit den Worten begrüßt wird, bringt euch in die Pole Position, das ist dort, wo wir hingehören.
Saugenial. Wir haben ein bisschen Morgengymnastik gemacht. Einer ist tatsächlich ausgefallen. Gestern am Ende des Hangs da vorne wahrscheinlich das Moped nochmal hingelegt und hat irgendwie am Wadel den Bluterguss und den Schmerz beim Gehen heute gehabt. Deshalb ist der Herr ausgestiegen. Sonst Tag 2, mega geil. Lasst es uns genießen. Unerwartet, wenn jetzt geil. Wenn gleich der erste Hügel der Berge ist. Dann etwas Spaß haben. Tut das gut, wieder draußen zu sein. Und voll das Shot, gleich am Morgen wieder Offroad unterwegs zu sein. Am besten mit dem ganzen Skillset von gestern. Ja, so.
ist das gemütlich. Traction Control ist fast so gut wie aus bei uns. Man hat es gerade gesehen. Reglage Arsch rutscht ab. Aber ich spüre meine Hände vom Kuppeln gestern schon sehr. Muss ich mir, glaube ich, auf jeden Fall so Zangen besorgen, um ein bisschen die Handmuskulatur zu üben. So oft falsch gefahren die Kurve gestern, zweimal mindestens. Heute geschafft, gute Summe. Ah, ist das entspannt. Einhändig war das, oder? Ah, geil. Er kommt überall vorbei. Danke. Eindeutig.
Nicht nachdenken. Wenn man von unten hinschaut, dann sagt man, da fahre ich nie rauf. Ich hab's gestern gesagt. Wo ist nochmal der Grund, weshalb man da überhaupt drauf fahren will? Ja. Ah, wird schon. Start noch gut. Jabalin, Baby. Ecco mio. Haha. Santos im Himmel. Meine Güte. Das kann man nicht zu Fuß gehen, oder? Jeder mit dem Fahrrad. Ja, die war Wahnsinn. Und, aufgesessen? Ja. Sag mal, allein der Aufstieg ist schon der Wahnsinn. Also falls man sich das nicht vorstellen kann, es ist wie Achterbahn, nur steiner. Ja, verdammt doch mal. Also ich glaube, zu Fuß kommt dort einfach nicht hoch. Hintenrum, danke. Falsch gefahren? Die Richtung? Das ist schon noch mal ein neues Level. Echt brillant. Der Moment im Sitzen, du siehst einfach weniger und dann bist du etwas überrascht davon, dass es fast senkrecht nach unten geht.
Aber verrückt. Ich glaube, ich muss in der Pause später mal zu Fuß hingehen. Einfach, dass man ein Gefühl kriegt. Ich glaube, man kommt nicht hoch, in keinem Fall, zu Fuß. Hier hält man jetzt gleich ab.